Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Bauherren-Podcast Schweiz-Folge. Wenn du jetzt Unternehmer oder Inhaber von einem Handwerksbetrieb bist, dann ist diese Folge perfekt für dich. Du leistest Top-Arbeit, du hast super Mitarbeiter, sie sind super kompetent, du hast zufriedene Kunden, aber du willst mehr Kunden, du willst mehr Umsatz, aber dir fehlt eine Strategie. Am liebsten würdest du jemanden beauftragen, wo du einfach eine Provision zahlen kannst und er bringt dir Kunden. Ich sage dir, das geht viel einfacher. Für das arbeiten wir in dieser Podcast-Folge an diesen 3 Basispunkten miteinander arbeiten. Und als Punkt Nummer 4 gibt es noch einen Bonus, nämlich wie du ehemalige Kunden in einem Abo-Modell kannst behalten und das egal in welcher Sparte du tätig bist. Meine erste Frage an dich: Hast du ein Programm? Also ich meine jetzt ein CRM-Programm, wo du deine Kundendaten strukturiert speichern. Das ist einmal die Basis. Also ich meine nicht nur eine Excel-Tabelle, wo du Vornamen, Nachnamen und Firma drin hast, sondern ein CRM, wo dir ganz genau sagt, in welchem Stadion das eigentlich dein Kunde ist. Zum einen, also ist er ein Neukunde, ein ehemaliger Kunde, hat er Interesse zum Wiederkaufen, also so Themen. Oder was sind die letzten Gesprächsinhalte gsi, wo du mit ihm geteilt hast? Vielleicht hat er auch Interesse, in einem halben Jahr wieder von dir ein Produkt zu kaufen. Und wenn du das strukturiert, eben so einem CRM abgeleitet hast, dann nachher kannst du eine Erinnerung machen und kommst dann nachher so eben auch wieder die Möglichkeit über, zu dem ehemaligen Kunden wieder noch nachfragen. Im Excel ist das natürlich eher schwierig. Wenn du jetzt denkst, dass ein CRM-Programm für dich gar keinen Sinn macht, dann kann ich dir sagen, mit den heutigen Technologien ist es noch nie so einfach gewesen, deine Kundendaten aktualisiert zu behalten und dass du immer informiert bist zu den wichtigsten Themen, wo er gerade steht. Zum einen im Verkaufsprozess, oder ist er ehemaliger Kunde, ist es ein A-Kunde, ein Top-Kunde oder eher ein Kunde, wo du nicht mehr willst. Das kannst du alles auf deine individuellen Bedürfnisse programmieren lassen. Also früher hat es CRM-Programm gegeben, wo es einfach mal stark war, hat es geheißen, dort kommen deine Namen rein, dort hast du den Button, wo diese Funktion hat. Das kannst du heute alles selber machen. Wenn du nicht weißt wie, dann nachher kommst du zu mir. Ich habe das bereits mit mehreren Kunden so gemacht. Die sind absolut begeistert. Und das Schöne ist, so ein CRM-Programm kann man auch noch zusätzlich anknüpfen an einen Verkaufskanal und so strukturiert aufbauen. Und wichtig ist, du kannst dann nachher eben auch schauen in dem CRM-Programm, wenn er das letzte Mal gekauft hat, was er ganz genau gekauft hat und vielleicht auch, ob er schon über dein neue Produkt informiert worden ist. Also kannst du nachher auch die Newsletter hinten anhängen und dann nachher schauen, hat er die Mail geöffnet oder hat er sie allgemein abgelehnt oder ist aus dem Newsletter austreten und so kannst du wieder Kontakt mit ihm aufnehmen. Also darum ist es unglaublich wichtig, dass du so ein CRM-Tool hast. Jetzt möchte ich gerne zum Punkt Nummer 2 kommen, wo so unglaublich wichtig ist, und das ist Content erstellen in der heutigen Zeit. Aber warum ist das so wichtig? Du willst als Experte wahrgenommen werden. Je höher dein Expertenstatus gegossen ist, desto weniger wirst du über den Preis verglichen, desto früher kommen auch potenzielle Kunden zu dir und wollen wissen, wie sie ihr Problem lösen können, wie sie ihre Ausschreibung können so strukturieren, dass es eben dann nachher optimal auf ihre Bedürfnisse gemacht ist. Und darum musst du früh in die Sichtbarkeit. Und das ist am einfachsten mit dem Fachwissen von deinen Mitarbeitern oder von dir selber.
Da gibt es eben 2 Methoden. Zum einen, wir machen das zusammen. Entweder gehen wir zusammen auf eine Baustelle, wir kommen in dein Unternehmen oder da im Podcast-Studio, wo wir eben das Fachwissen miteinander erarbeiten. Und dort stelle ich dir einfach die wichtigen Fragen, wie zum Beispiel, was fragen dich deine Kunden immer und immer wieder? Auf das aber kannst du eine Antwort geben und auf das aber tun wir dann nachher unser Gespräch so aufbauen. Punkt Nummer 2. Du kannst es natürlich auch selber machen. Oder natürlich auch deine Mitarbeiter. Und dort gibt es auch wieder die Möglichkeiten von diesen heutigen Tools, nämlich, wo du auch mit deinem CRM kannst verbinden. Wenn du jetzt an einem Verkaufsgespräch bist und du hast mit einem potenziellen Kunden, mit deinem Wunschkunden, hast du eine Stunde ein Gespräch gehabt. Und er hat dir vielleicht in diesem Gespräch 20 verschiedene Fragen gestellt. Dann nachher kannst du diese Fragen dir aufschreiben und im Heimfahren zum Beispiel in einer WhatsApp-Nachricht oder im Audiorecorder aufnehmen. Nachher kannst du die ins Tool aufladen, in dein Programm und dann nachher ein Transkript erstellen. Mit dem Transkript kannst du dann weiter LinkedIn-Beiträge erstellen und so hast du bereits Content erstellt für deine zukünftigen Wunschkunden und hast die Zeit, wo du im Auto oder im Zug verbracht hast, super können, effizient können nutzen. Und darum ist es so wichtig, dass du ein Programm hast, wo dein CRM drinnen ist, dein Projektmanagement-Tool, deine Zeit, also dein Terminprogramm und das am besten alles in einem. Heutzutage ist es immer noch so, dass man dann noch so verschiedene Tools hat, die eben nicht wirklich miteinander harmonisieren. Und das geht eben heutzutage viel, viel einfacher. Zudem kannst du natürlich auch deine Webseite einbinden. Das heisst, Content, wo du aufgenommen hast und transkribiert hast für eben deine LinkedIn-Beiträge, aus dem kannst du unter anderem auch Blogartikel machen und die dann nachher wieder in deine Webseite einfließen lassen. Das heisst, Leute, die dich dann nachher sehen, auf LinkedIn, die gehen dann nachher auf deine Webseite und bauen dann nachher so zusätzliches Vertrauen auf. Also heutzutage ist es nicht mehr so, dass einfach ein Kunde einmal auf deine Webseite kommt und nachher etwas kauft, sondern der schaut dein LinkedIn-Profil an. Das ist wichtig, dass es strukturiert ist. Der schaut deine Webseiten an. Das ist wichtig, dass es Vertrauen erweckt. Der schaut deine Google-Rezensionen an. Das ist eben auch wichtig, dass die super drinnen sind und dass du auch deinen ehemaligen Kunden dann noch einen kleinen Link schickst, wo die Google-Rezensionen dann nachher auch ausgefüllt werden. Und das gibt ja dann nachher die Wunschkunden. Das gibt ja mehr Umsatz. Punkt Nummer 3, Bestandskunden pflegen. Das ist natürlich wichtig, dass du eben auch in deinem CRM dann nachher die E-Mail-Adresse kannst nutzen dann für weitere Angebote, die du ihnen kannst verschicken. Oder eben auch, du kannst den LinkedIn-Beitrag, den du erstellt hast, dann nachher auch weiter nutzen, um dort dann nachher ein Newsletter daraus zu generieren. Und so kannst du über einen Newsletter sehr gut wieder Kunden dann nachher gewinnen. Und du hast wahrscheinlich gewusst, das Mail machen ganz, ganz viele Leute auf. Und das Mail gibt es ja schon seit 25, 30 Jahren. Also das ist eine der ältesten Marketingmethoden und du nutzt sie noch nicht oder nicht mehr. Dann nachher kann ich dir das sehr, sehr gut empfehlen. Gut, jetzt kommen wir zum Punkt Nummer 4, nämlich das Abo für dich als Unternehmer. Und warum das so wichtig ist, weil du dann nachher im Kopf von deinen Kunden bleibst. Und wenn du zum Beispiel als Schreiner dann nachher mehrmals pro Jahr an diesem Objekt bist, dann nachher ist es auch
ein einfaches, dass man dich dann nachher für einen anderen, einen kleinen Umbau, natürlich auch wieder dich als Schreiner nimmt. Und darum musst du nicht unbedingt an dem Abo-Modell wahnsinnig viel verdienen, aber es ist wichtig, dass du eben drinnen bleibst. Ich gebe dir jetzt 2, 3 mögliche Abo-Modelle für dich als Unternehmer. Zum einen der Plattenleger. Für einen Plattenleger kann es natürlich eine Möglichkeit sein, in einem Abo-Modell einen jährlichen Unterhalt von der Zementfugenreinigung oder von der Kittfugenwartung anzubieten. Das ist ja oftmals so, dass es in den Duschen dann nachher, bei uns ist es auch so, Kittfuge nicht mehr gut ist, Zementfugen sind unschön etc. Und dort kann man als Plattenleger, ob es jetzt bei der Verwaltung ist oder zum Beispiel auch beim Mieter selber, kann man gerade anklopfen und dort ein Unterhalts als Abo-Modell anbieten. Das nächste ist sanitär. Du kannst zum Beispiel die Leitungen auf Kalk kontrollieren. Du kannst die Wasserqualität überprüfen oder was auch immer. Also es gibt auch dort Möglichkeiten, wie du kannst ein Abo-Modell bei deinen Wunschkunden oder ehemaligen Kunden anbieten. Oder der Maler. Zum Beispiel Ausbesserungen bei einer Verwaltung, bei der Wohnungsübergabe, dass man dort das direkt anbieten oder im Stegenhaus einmal pro Jahr das Stegenhaus kontrollieren, den Abrieb neu machen, nochmal neu streichen und das auch in einem Abo-Modell. Oder zum Beispiel Solaranlagenhersteller, wo eine App baut, wo man aufzeigt, wie man als Verbraucher seinen erzeugten Strom noch besser nutzen kann, wie man das mit dem Auto besser vereinbaren kann, der Haushalt oder bei der Abwesenheit in der Ferien zum Beispiel. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wo du einen ehemaligen Kunden wieder kannst behalten und dann nachher vielleicht zu einem wiederkehrenden Kunden machen. Ich hoffe, dir hat das jetzt alles ganz viel Klarheit gebracht. Wenn du jetzt für deinen individuellen Fall noch mehr Informationen willst, wenn du auch wissen willst, wie es für dich funktioniert und du mehr Umsatz, mehr Kunden oder wiederkehrende Kunden kannst machen, dann nachher sollten wir miteinander reden. Buch am besten direkt einen Online-Call und ich nehme mir 30 Minuten Zeit, um mit dir eine mögliche Strategie zu erarbeiten. Und in dieser Strategieerarbeitung werden wir mindestens einen Punkt herausfinden, wie du im nächsten Jahr, in den nächsten paar Monaten 10.000 bis 20.000 Franken mehr Umsatz kannst machen und das ohne neue Tools. Also buch unbedingt den Call, damit du mehr Umsatz machst und dein Expertenwissen noch mehr kannst gegen raus bringen und strukturiert arbeiten. Also, bis bald und tschüss.